Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu diesem ersten Solo-Video. Nach fast 400 Videos, die wir immer gemeinsam gemacht haben, heute mal ein Video mit mir, von mir, ganz alleine, haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Eine Premiere nach über einem Jahr. Maud ist in den Urlaub gefahren mit ihren Freundinnen und ich habe das große Glück, hier natürlich nicht mitgehen zu müssen. Also haben wir Zeit für andere Dinge. Vorab noch ganz kurz, liebe Maud, falls du das später anschaust, das Video. Ich bin natürlich zu Hause, alleine, weder lang noch Kurzzeit jemand mitgenommen, auch kein Touristenführer, Führerin durch die dunkle Ecke hier, die ich mir ausgesucht habe. Also keine Sorge von der Seite aus. Ja, wir haben Feiertag hier in Pattaya, jetzt seit heute. Und seit gestern Abend füllen sich hier die Strandpromenaden, füllen sich die Hotels, die nah am Beach liegen. Die ganzen Familienurlauber haben wir euch ja in der letzten Woche schon gezeigt. Wird wahrscheinlich nicht so spannend sein. Also als Single- und Solomann wenigstens mal für 3 Tage gehen wir doch hier mal in die Richtung der Vergnügungsviertel und schauen uns das an, ob da irgendwas passiert. So, laufen tue ich hier über die Soi Made in Thailand. Immer weiter in Richtung Soi Buakhao. Von dort geht es dann so einen kleinen Schlenker nach oben, um dann halt die große Verbindungsstraße, ich sage einfach mal Cha Yu, was auch immer, Nummer 19, um dann auf die Third Road zu kommen und das Ganze als Karree-Lauf. Hier oben in der Karte nochmal so ein bisschen eingeblendet, geht es dann rüber über die Straßen, die euch Maud bestimmt besser aussprechen könnte. Ich breche mir da immer die Zunge dran, deswegen lassen wir das mal lieber. Aber man sieht ja grob, wo ich hier unterwegs bin. Auch eine schöne Rundtour, kann man locker mal 2 Stunden Zeit verbringen, sich alles in Ruhe anschauen. Und wer glaubt, dass man den Hormonspiegel ein bisschen aufladen kann, wenn die Frau nicht da ist, dem muss ich leider enttäuschen. Sehr, sehr wenig. Ihr werdet es gleich sehen an den nächsten Szenen, was man dort erleben kann, was man sehen kann. Ich hatte mir ja vorgenommen, noch so einen kleinen Counter zu basteln und zu zählen, wie viele hübsche Mädchen mich angelächelt haben, wie viele Telefonnummern ich eingesammelt habe. Aber könnt ihr natürlich vergessen, die Touristen, die jetzt hier in der Stadt sind, die sind eher vorne am Strand in Pattaya wie in Jomtien. Da ist es relativ gut besucht, da sind die Hotels seit gestern Abend schon wieder hell erleuchtet. Da sieht es freundlich aus. Nur wie wir oft auch schon in den Videos gesagt haben, in der zweiten Reihe wird es dann natürlich schon dunkel. Da wird noch nichts passieren, weil die thailändischen Urlauber halt natürlich auch hier nicht hergehen. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist vielleicht noch zu früh hier um die Mittagszeit. Das ist richtig. Ich nutze die Zeit gerade mal, wenn wir Maud hier in den Van gesetzt haben, Richtung Bangkok, um hier einfach mal rumzuschauen. Allerdings müsste man sich ohnehin beeilen. Um 21 Uhr ist ja immer noch der große Einschluss. So, das heißt, man müsste, wenn man jemanden trifft, das ganz, ganz schnell machen, sich zum Essen verabreden und dann sich doch privat zurückziehen. Ist natürlich gewöhnungsbedürftig alles. Und wir können ja mal schauen, ob irgendjemand am Arbeiten ist, ob man ein paar nette Gespräche führen kann oder wie auch immer. Mehr würde ja wahrscheinlich bei mir sowieso nicht dabei rauskommen. Also hier Soi Buakhao, einfach mal hoch in die andere Richtung, nicht in Richtung, wo die ganzen anderen Locations sind, sondern um halt die Rundtour gut hinzukriegen. Ein bisschen, wenn man von der Straße kommt, nach links, hier hoch. Und dann geht es gleich weiter. Ihr seht es aber auch hier, alle Geschäfte so gut wie geschlossen, die mit Unterhaltung zu tun haben. Die Restaurants hätten offen, wenn sie dann Essen anbieten, wenn sie nichts Alkoholisches anbieten und so weiter. All das ist ja im Moment immer noch dasselbe Spiel. Da ändert sich auch nichts. Zu dem Thema kann ich gleich nochmal vielleicht Danke sagen zu dem Video von gestern für euer Interesse daran. Natürlich sehr, sehr viel Diskussion, das war zu erwarten gewesen. Sehr viele Dinge auch, die uns auf den Nägeln brennen in Bezug auf euch, dass ihr uns hier in Thailand besuchen könntet, dass ihr eure Familie und Freunde hier wieder besuchen könnt und so weiter. Da hat sich jetzt nichts getan mehr in den letzten 24 Stunden. Überraschend, ist ja natürlich Feiertag. Da muss man nicht viel amtlich arbeiten, da geht es seinen gewohnten Gang.
Einzige Überlegung, die es heute nochmal in die Öffentlichkeit geschafft hat, ist die Verkürzung des Einschlusses. Da diskutiert man auch darüber, ob man das nicht auf 7, auf 10 Tage verkürzen wird. Allerdings auch hier nur ein Vorschlag bislang, noch nichts unterschrieben, noch nichts beschlossen. Wird wahrscheinlich ohnehin nicht so spannend sein für die meisten Urlauber, weil ob man jetzt 7 Tage irgendwo festsitzt oder 14 Tage, nimmt sich eigentlich nicht mehr allzu viel. Die Leute, die langfristig bleiben wollen, die können auch das ganz normale Programm mit ASQ und so weiter buchen. Da kommt es auf 14 Tage nicht an, hat man nur 2 Wochen Urlaub und verbringt 7 davon in einer nicht geschlossenen Einrichtung, aber in einer betreuten Einrichtung, ist es vielleicht auch nicht ganz so prickelnd. Ja, wenn man dann hier ist, dann erwartet einen genau dieses Bild, was ihr jetzt hier seht. Ihr werdet es auch merken, es ist ziemlich viel ungeschnitten. Also da ist nicht großartig, was ich rausgenommen habe, weil einfach auf den Straßen auch nichts passiert. Vielleicht wird es gegen Abend ein bisschen lebendiger hier, aber abends, wisst ihr, sind nicht so die Videos, die wir bei YouTube durchbringen. Also schauen wir lieber am Tag. Und Maud muss sich natürlich auch keine Sorgen machen, dass hier irgendwas passiert. Hier auch diese Straße, wahrscheinlich den einen oder anderen bekannt, ist halt alles in diesem Karree um das Vergnügungsviertel. Viele Hotels, viele kleine Resorts, die meisten von denen natürlich geschlossen, mangels Gästen. Und bis hierhin kommt auch kein thailändischer Urlauber mehr. Die buchen alle vorne in Richtung der Beaches, dass man da also auch nicht so weit laufen muss, weil das sind ohnehin ihre bevorzugten Orte, wo sie sich dann aufhalten. Die gehen auch nicht ins Zentral Shopping Center oder zum Terminal 21. Die haben zum Essen, Trinken wie immer alles dabei. Große Pickup-Trucks habe ich jetzt hier gesehen. Auch hier alles bei uns vollgeparkt. Hier stehen sie, hier sind sie. Aber hier hinten verirrt sich halt niemand. Und so kann man hier ganz gemütlich langlaufen, sich in Ruhe das anschauen. Also wenn man hier als Spaziergänger ist, macht den Kopf unheimlich frei. Man kann über viele Dinge nachdenken. So, man hat also auch seine Ruhe. Ist man hier auf der Suche nach Unterhaltung, nach irgendwelchen netten Begegnungen und so weiter, wird es natürlich schwierig. Ihr seht das, lebhafter Verkehr hier auf den Straßen. Viel mehr gibt es nicht wirklich zu sehen. So, jetzt sind wir schon auf dem kleinen Rückweg hier. So, das ist die Third Road, wo man vorne halt das LK President schon in der Entfernung sieht. Auch hier waren wir ja schon öfter gewesen, hatten hier mal ein bisschen euch auch was gezeigt. Bietet sich halt an, wenn man immer diesen Karrees so ein bisschen folgt, kann man sich auch nicht verlaufen, selbst wenn man hier vielleicht nur im Urlaub ist oder nur für ein paar Tage, ist nicht schwierig. Man kann sich eigentlich nicht verlaufen. Ich hatte auch schon mal früher gesagt, ich orientiere mich immer an den Hochhäusern. Da kann man nicht viel falsch machen. Und da es hier drüben nicht spannend wird, geht es dann gleich wieder zurück. Aber es ist angenehm zu laufen bei knapp 30 Grad. Wie immer auch hier komplett maskiert. Schon, dass man wenigstens nicht erkannt wird und auch niemanden ein Lächeln zuwerfen kann. Hat ja alles auch seine Vorteile, ne? So brauchen die Frauen von euch keine Sorgen haben, dass hier irgendwas passieren würde. Kann man euch frei laufen lassen. Überhaupt kein Problem, man findet immer wieder nach Hause. Und wenn man dann zu Hause ist, dann natürlich seine Mia oder seine Freundin, die dann auch keinen Stress machen kann, selbst wenn man mal 2 Stunden hier durch dieses Viertel spaziert, passiert nicht allzu viel. So, bis hierher reicht es mir eigentlich. Ich laufe mal hier wieder zurück. Auch das hier eine bekannte Straße, Nummer 21. Auch sehr viele Ausländer wahrscheinlich hier unterwegs. Man sieht hier wieder mal jemand mit dem Moped vorbeifahren. Auch ein paar kleine Locations, die man wahrscheinlich früher besuchen konnte, inklusive ein paar Hotels, Gästhäuser und so weiter. Alles aber auch relativ ruhig. Ihr seht das,
kann man ganz entspannt laufen, viel mehr passiert hier auch nicht, kann sich die leeren Geschäfte anschauen, kann ja, von Leben hier träumen und sich vielleicht vorstellen, wie das früher mal gewesen ist. Wir haben das hier nie anders gesehen, also wir sind, wie wir schon öfter gesagt haben, auch sehr, sehr spät hier erst nach Pattaya gekommen, können uns das also immer nur auf alten Videos mal anschauen, wie das Leben hier pulsiert hat und so weiter, was die Leute hier gemacht haben auf den Straßen und so weiter. Mitreden können wir zu dem Thema überhaupt nicht. Wir kennen das alles eingeschlossen. Bisschen vorne mal im Anfang des Jahres mal geöffnet, aber hier hinten haben wir das noch nie offen gesehen. Die üblichen Schilder for Rent, for Lease, for Sale. Viel mehr passiert hier eigentlich nicht. Man hat einfach seine Ruhe, wenn man hier spazieren geht. So, jetzt auch schon wieder zurück, Ecke Soi Buakhao. Auch hier kennt man das natürlich. Viele Restaurants, wo früher die Leute gesessen haben, hatten sich unterhalten, hatten ihren Spaß mit den Mädels. Am Abend, das hatten wir auch schon mal in einem Video gezeigt, sind hier auf der rechten Seite von hier aus gesehen in Laufrichtung ein bisschen Betrieb. Allerdings wird hier auch streng kontrolliert. Hin und wieder stehen hier mal ein paar Mädels, die man sich anschauen kann, die aber nur hier stehen, um halt ihr Essen einzukaufen oder bei diesen kleinen Ständen, die abends aufgemacht werden, sich da noch einen schnellen Snack zu holen. Was anderes machen die hier natürlich nicht. So, dann geht es hier weiter rüber. Tree Town, auch bekannt. Gar nichts los um diese Uhrzeit. Nicht mal Essensverkäufer so richtig, sondern ganz, ganz schwach. Aber auch hier keine Thailänder. Niemand, der sich wirklich hier vom Wochenendurlaub hierher verirrt. Das wird, entweder ist das bekannt und wird gemieden, oder die Leute sehen das gar nicht, weil sie wirklich nur den Tunnelblick von ihrem Hotel bis zur Beach Road und dann bis zum Wasser unten haben, dass die gar nichts rundherum wahrnehmen. Das kann natürlich auch gut sein. Oder wie das auch typisch wieder in der thailändischen Mentalität ist, man möchte in diese Orte nicht gehen, um nicht mit diesen Dingen, die dort vielleicht passieren könnten, in Verbindung gebracht wird.
Man möchte ja sein Gesicht nicht verlieren, man ist ja immer eine anständige Dame, ein anständiger Herr, ist ja ganz klar. Und dann hat man natürlich hier in diesem Viertel nichts zu suchen. Um die Uhrzeit auch von den Ausländern, die gerade hier noch leben, nichts zu sehen. Da wird es gegen Abend sicherlich ein bisschen voller, hatten wir ja auch schon mal in einem vorherigen Video so ein bisschen gezeigt. Es ist einfach ein entspannter Spaziergang hier, sehr weit, sehr warm. Danach möchte man nur noch unter die Dusche, das ist ganz klar. Aber es ist wirklich, wie gesagt, für den Kopf recht interessant. Man kann über viele Dinge nachdenken, man kann sich den Kopf zerbrechen. Ob es was bringt, weiß natürlich niemand, das ist ganz klar. Aber wir haben die Chance, einfach auch mal das hier gemeinsam jetzt anzuschauen, so ein bisschen ohne weibliche Begleitung. Ist natürlich kein anderes Bild, auch kein anderes Gefühl. Da war ich ein bisschen überrascht. Ich dachte, naja, vielleicht ist das ein bisschen lockerer, man hat vielleicht das ein oder andere nette Gespräch. Also eigentlich zusammenfassend kann man sagen, Maud schreckt die Mädels nicht ab, sie sind wirklich nicht da. Und man hat auch wirklich alles für sich hier alleine, kann das entspannt anschauen. Ihr seht überhaupt keine Hektik bei den Kameras, keine großartigen Schnitte nötig, alles wirklich fast durchgängig aufgenommen. Sehr, sehr, sehr entspannt. Ja, vorne ist schon wieder die Second Road im Blick, gleich quer gegenüber vom Central Festival Shopping Center. Da, wo wir Maud abgeliefert haben, bin ich wieder zurück. Werde jetzt nach Hause fahren, das Video für euch fertig machen. Ich sage danke, dass ihr bei dem Video dabei wart, dass ich hier nicht alleine laufen musste. Dann sage ich, ja, bis morgen, wenn ich irgendwie Lust habe oder mir langweilig ist zu Hause. Ansonsten bis Sonntag, wie immer, danke für eure Aufmerksamkeit, danke für eure Zeit. Video liken, Video teilen, Video kommentieren nicht vergessen. Und ein schönes Wochenende von mir schon mal. Bis dann. Tschüss.